Ich habe mir bei Amazon 7 Nähgadgets bestellt, die das Nähleben einfacher machen sollen. Ob die wirklich funktionieren? Das testen wir heute und am Ende werde ich sie auch noch bewerten. Viel Spaß! Also du siehst schon, meine Kiste ist nicht besonders groß. Hier sind 7 eher kleine Nähhelferlein drin, die ich heute mal auf Herz und Nieren testen möchte. Also wenn dich diese Nähhelferlein interessieren und du dir die mal anschauen möchtest, dann schau unten mal in die Videobeschreibung. Da findest du die Liste zu meinem Amazon Storefront. Das ist quasi mein kleines Schaufenster bei Amazon. Da habe ich dir ein paar Sachen zusammengestellt. Da gibt es auch verschiedene Listen zu verschiedenen Themen. Vielleicht schaust du mal rein und wirst dort auch fündig. Aber die Sachen hier findest du auf jeden Fall direkt unter dem Link. Übrigens teile ich dabei heute noch ein paar zusätzliche Tipps und Tricks. Also du wirst ja auch noch ein paar extra Tipps bekommen zu den verschiedenen Sachen, die wir hier testen. Und diese ganzen Dinge hier werden angepriesen und es wird gesagt, die braucht man unbedingt. Und das werden wir heute mal testen und mal sehen. Denn hier sind wirklich Sachen dabei, die habe ich vorher noch nie gesehen. Also das wird heute richtig spannend. Und wir beginnen mal mit Nummer 1. Nummer 1 ist dieses diagonale Nahtband. Also wenn du quiltest, kennst du das vielleicht. Bei den normalen, sag ich mal, Näherinnen, die eher Taschen oder Klamotten nähen, sind diese Bänder wahrscheinlich eher unbekannt. Aber ich glaube, die können einem wirklich helfen, auch wenn man zum Beispiel ein Shirt näht mit einer Teilung oder eine Tasche mit verschiedenen Teilungen, kann das hier ein Gamechanger sein. Wir werden das heute mal ausprobieren und ich zeige dir mal, wie es funktioniert. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los, Nähmaschine an und wir kleben das jetzt mal an die Nähmaschine. Die Bänder werden im Doppelpack verkauft und sie fühlen sich an wie Papier, weil sie eben aus Papier sind. Vielleicht kennst du Washi Tape, das ist dieses Papierband, das man auch zerreißen kann mit der Hand. Genau so ein Band ist das. Das hinterlässt auch überhaupt keine Klebereste an der Nähmaschine. Deswegen ist das hier richtig praktisch. Also man kann es jederzeit auch entfernen. Schau mal, ich kann es einfach mit der Hand so durchreißen und es fühlt sich eigentlich hochwertig an, dafür, dass es so wenig kostet. Ich klebe das Band jetzt direkt vom Nähfuß bis vorne an meine Nähmaschine. Dabei solltest du immer darauf achten, dass diese rote Linie wirklich genau die Mitte vom Nähfuß, also deine Nadel trifft. Und jetzt könntest du dein Nähgut direkt anlegen. Also wenn deine Nadel links ist, dann kannst du an der roten Linie nähen. Ich nähe jetzt an dieser rechten schwarzen Linie, weil meine Nadel auf die Mitte eingestellt ist, also auf die rote Linie. Und so kann ich mich genau an dieser Linie orientieren und brauche eigentlich nur vorne an der Kante meiner Nähmaschine schauen, wo mein Nähgut gerade ist, also dort, wo ich zeige. Und dann kann ich losnähen und die Naht wird auf jeden Fall gerade, weil ich ja immer nur vorne an dieser Kante mich orientieren muss. Und das hilft wirklich gerade beim Einstieg des Nähens. Wenn du noch Probleme hast, gerade zu nähen, dann ist dieses Band wirklich Gold wert. Und gerade bei so Diagonalen verliert man manchmal wirklich echt die Orientierung. Deswegen gibt es eben dieses Band. Aber ich sehe es halt wirklich auch für Nähanfänger, dass diese Nähte so schön perfekt und gerade werden. Schau mal, wie perfekt das hier aussieht. Ich habe extra 2 sehr gegensätzliche Stoffe genommen, damit man das schön erkennen kann. Das löst sich sofort wieder ab. Also damit kannst du auch nichts zukleben. Das ist wirklich einfach ein Papierklebeband, das dir hilft, vor allem beim Einstieg beim Nähen, aber eben auch beim Quilten. Also ich finde es wirklich klasse und ich werde es ab jetzt wirklich benutzen, wenn ich solche Diagonalen nähen muss oder allgemein versuchen muss, etwas sehr, sehr gerade zu nähen oder versuche sehr exakt zu nähen, dann wird das mein Wegweiser sein. Kommen wir mal zum nächsten Gadget. Das ist das hier. Das ist Reihgarn, das wegwaschbar ist. Also dieses Garn hier ist wasserlöslich und das hilft dir dabei, wenn du vorab deine Kleidung einmal reihen möchtest. Also du nähst dann zum Beispiel mit der Hand oder der Nähmaschine vorab etwas grob fest. Zum Beispiel bei Ärmeln kann das richtig sinnvoll sein, damit du es dann nochmal perfekt nachnähen kannst. Da geht es wirklich darum, dass du vorher reißt. Und ich würde sagen, ich probiere mal dieses wasserlösliche Garn, ob das wirklich funktioniert, denn ich habe das tatsächlich noch nie benutzt. Mit der Hand funktioniert das auf jeden Fall schon mal gut, aber ich wollte es unbedingt mit der Nähmaschine ausprobieren. Also habe ich das wirklich auf den Ober- und den Unterfaden genommen und dann ein
Heftstich eingestellt. Das bedeutet einfach, dass man einen sehr langen Stich wählt, eine sehr hohe Stichlänge und dann wirklich einfach schnell anheftet. Das muss nicht schön sein und das muss auch nicht besonders fein sein, sondern da reicht es wirklich mit dieser langen Stichlänge zu arbeiten und das mal eben schnell zu heften. Einfach damit etwas mal zwischendurch hält. Wie gesagt, bei Ärmeln macht das wirklich absolut Sinn. Und jetzt kommt ja der Moment, auf den wir alle gespannt sind. Wird dieses Garn jetzt wirklich verschwinden? Also ich habe jetzt extra einen dunklen Stoff genommen, damit man dieses weiße Garn sehr gut sehen kann. Der Stoff wird jetzt aber leider im Wasser sehr dunkel. Ich hoffe, du kannst es trotzdem sehen. Und ich halte es jetzt einfach in dieses Wasser rein. Ich wische jetzt noch ein bisschen mit dem Finger. Mal gucken, ob das hilft. Und man merkt schon, dass hier irgendwie das Garn verschwindet. Also ich finde das wirklich stark, dass das wasserlöslich ist. Das macht ja vieles auch einfacher, indem ich einfach vorher etwas reihe und mich dann aber um dieses Garn nicht mehr kümmern muss. Also in der Waschmaschine verschwindet das dann eben auch. Und das ist ja wirklich der große Clou der Sache. Schau mal, es ist wirklich komplett verschwunden. Da sind nur noch ein paar kleine Reste jetzt im Wasser. Die kannst du vielleicht gar nicht auf deinem Bildschirm erkennen. Aber bei mir sieht man noch so 2, 3 kleine Fadenreste, die sich aber langsam auflösen. Und ich finde ja, das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Also ich muss sagen, unser kleines Garn hier hatte jetzt wirklich einen richtig tollen Effekt. Das ist ja wirklich komplett verschwunden im Wasser und dabei ist es aber so reißfest. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe noch einen extra Tipp für dich mitgebracht. Und zwar kannst du dieses Reihgarn ja auch in der Nähmaschine benutzen und kannst es dann zum Beispiel für eine schöne Raffung benutzen. So für schöne Kleidchen oder so werde ich das auf jeden Fall benutzen. Nummer 3 sind ganz klassische Nähhelfer. Ich zeige sie dir mal hier in die Kamera. Das sollen kleine Helferlein sein, um Nahtzugaben anzuzeichnen bei Schnittmustern, wo sie nicht inklusive sind. Es gibt genug Schnittmuster ohne Nahtzugaben und ich weiß, dass da draußen auch ganz viele Leute sind, die nur Schnittmuster ohne Nahtzugaben bevorzugen. Und um das dann abzuzeichnen, musst du ja eine Nahtzugabe anzeichnen. Und da sollen diese kleinen Plättchen hier oder diese rollenartigen Plättchen helfen. Das werden wir heute mal ausprobieren. Ich habe jetzt nämlich ein Schnittmuster hier liegen, das keine Nahtzugabe hat. Und das werden wir jetzt einmal abzeichnen. Ich habe mich dabei jetzt hier für einen Ärmel von einem Shirt entschieden, also wirklich ganz gängig. Und dieses Shirt hat eben keine Nahtzugabe mit inklusive. Das heißt, ich zeichne das ja jetzt auf meinem Papier ab. Dafür nehme ich mir jetzt einmal diese kleine Rolle vor. Hier haben wir einen Stoffbruch, da brauche ich die nicht. Und jetzt stecke ich die so ein bisschen zwischen das Papier. Also das Papier wird quasi zwischen diese Rolle gesteckt. Und jetzt kann ich hier an dieser Kante langfahren. Und da sehen wir schon das Problem, das dieses Teil hat. Denn es ist eben rund und ich muss jetzt alle Ecken einmal auch nachzeichnen. Denn die werden hier ganz automatisch eben abgerundet. Und das brauchen wir bei einem Schnittmuster natürlich nicht. Das ist ja ein bisschen Quatsch auch. Deswegen habe ich jetzt hier beim Saum, habe ich jetzt zum Beispiel mal 1 cm Nahtzugabe gewählt, weil ich jetzt dachte, naja, da machen wir halt einen 1 cm Saum. Aber man muss trotzdem ja immer nachzeichnen, weil man diese Ecken hat und eben auch Stoffbruch einzeichnen und so weiter. Da braucht man die dann wieder nicht. Das heißt, irgendwie macht das Ganze für mich umständlicher, als es vorher war. Denn diese Kanten immer nachzumalen oder so, das ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen nervig. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei einigen wirklich sehr gut funktioniert. Also ich sag mal so, die Teile funktionieren, die machen, was sie sollen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die recht schnell wieder verschwinden. Also einer landet in der Schublade, einer liegt noch auf dem Tisch und ja, also das sind Helferlein, die verschwinden leider sehr schnell in so Nähzimmern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt brauche, weil tatsächlich ist es so, wenn ich Schnittmuster abzeichne, dass ich die eben nicht so gerne vorab ausschneide in der Größe, die ich benötige, sondern ich zeichne sie halt gern direkt ab. Also ich lege einfach mein Schnittmusterpapier oder eben Butterbrotpapier drüber und zeichne sie ab, indem ich 2 Bleistifte aneinander binde. Und so habe ich die für mich perfekte Nahtzugabe von 0,7 cm und zeichne das einmal lang. Und so komme ich eigentlich am besten hin und dann schneide ich mein Papier aus. Da muss ich nämlich nicht extra noch das Schnittmuster in der Größe, die ich benötige, zuschneiden. Ich nähe sehr viel für Kinder und da ist es dann schade, wenn man einmal diesen Schnittmusterbogen komplett zerschnitten hat, weil man braucht oft auch noch die größeren Größen dann eben zu einem späteren Zeitpunkt. Und das finde ich jetzt bei den Dingern so ein bisschen schade.
Also ich persönlich mag meine Taktik mehr. Wenn du die aber super gern benutzt, weil du sagst, für dich geht das viel schneller, weil du ja nur langfahren musst und nicht noch extra vielleicht das Lineal mal anlegen musst oder so, dann kann ich das verstehen. Aber sag mir doch mal bitte, ob du die vielleicht noch für andere Sachen benutzt. Würde mich mal interessieren. Meine Bewertung ist so, naja, geht so. Wer es braucht, okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz so viele Leute benötigen. Gadget Nummer 4 muss ich erstmal auspacken, weil das ist irgendwie so ein großes Paket mit viel Zubehör. Also da haben wir einmal so Fadenscheren. Die würde ich jetzt nicht unbedingt testen. Da wissen wir wahrscheinlich alle, wie die gehen. Aber das hier soll ein 2-in-1 Einfädler bzw. Nahttrenner sein. Und den würde ich jetzt super gerne mal testen, ob das Ding gut funktioniert. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz so gut in der Hand liegt. Aber wir werden jetzt mal sehen. Also erstmal spannend finde ich diesen Schnappmechanismus hier, weil zum Nahttrennen ist das eigentlich ganz unpraktisch, dass man die ganze Zeit diesen Druck ausüben muss, ne? Weil sonst ist es ja drin, ja, damit man sich nicht verletzen kann. Ich verstehe schon den Grund. Andere Nahttrenner arbeiten halt mit Kappen, die man da drauf macht. Und hier ist es so, wenn ich eine Naht auftrennen will, dass ich das die ganze Zeit halten muss. Und ich fand das total unangenehm an der Hand. Also dass man das die ganze Zeit, diese Spannung halten muss mit dem Daumen, finde ich super unangenehm. Ja, und das Einfädeln von den Nadeln, das hat jetzt gut funktioniert. Das habe ich ja jetzt getestet, das funktioniert. Aber ich mag, glaube ich, lieber kleine Nadeleinfädler. Zum Glück brauche ich die nicht ganz so oft. Aber dieses Gadget, naja. Also ich würde sagen, hol dir lieber einen guten Nahttrenner, der gut in der Hand liegt, weil meistens, gerade wenn man viel Naht auftrennen muss, zum Beispiel Overlock-Nähte, das kann eine Weile dauern. Da würde ich jetzt nicht eine halbe Stunde diese Position mit meinem Daumen halten wollen. Also wirklich gar nicht. Ich kann es nicht empfehlen. Also das Gadget ist für mich wirklich Daumen runter. Das tut mir so leid, weil es sieht so niedlich aus. Aber ich würde es nicht kaufen. Schau mal, wie witzig diese Teile hier aussehen. Das sind Spulenhalter. Was hier eher wie Kinderspielzeug aussieht, soll einem den Nähalltag erleichtern und für mehrere Garnarten soll das wohl funktionieren. Das sind Spulenhalter, um eben benutztes Garn wieder an Ort und Stelle zu halten, weil oft trottelt das ja so auf, gerade wenn du dein Garn in vielleicht einem Nähkästchen, gerade wenn du Garn in einem Nähkästchen hast oder wenn du das in der Schublade hast oder so, dann kann das ja sein, dass sich dann irgendwann alle Garne einmal verzwirbelt haben und diese lustigen schneckenartigen Dinger, ich verliere die ganze Zeit, die sollen dabei helfen, dass das eben nicht mehr passiert. Die sind so aus Silikon, das heißt, dann verrutscht auch nichts mehr und ich teste das jetzt einmal aus. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Garn von Gütermann. Da hast du unten immer so eine Kerbe, da kannst du dein Garn dann so einklemmen und einmal rumwickeln und dann hält das auf jeden Fall. Also hier franzt wirklich gar nichts aus. Es gibt aber auch eben solches Garn hier. Das ist zum Beispiel das Premium-Garn von Snapply. Da hast du keine Kerbe, um das einzusortieren. Und dafür sind dann eben diese Spulenhalter da, die du dann einfach umlegen kannst. Dadurch, dass sie aus Silikon sind, verrutschen sie auch nicht so leicht. Und sie sollen dann eben das Garn halten, damit es eben nicht rumfliegt oder eben zum Beispiel in der Schublade zu Knotenbildung kommt. Dazu kommt, dass es natürlich auch für Overlock-Garn benutzbar sein soll. Deswegen habe ich hier mal zwei ganz unterschiedliche Konen rausgesucht, eine kleine und eine große. Denn das wollte ich unbedingt auch testen, denn die Teile kommen mir ja so klein vor. Auf der kleinen Kone hält das richtig gut. Also es ist okay, würde ich sagen. Es verrutscht nicht so stark. So, ich wollte es nochmal andersrum machen, damit es gut hält. Genau, also hier kann sich wirklich gut drumlegen, das funktioniert ganz gut. Bei dieser großen hier kann ich es mir irgendwie nicht so vorstellen, aber wir schauen uns das mal an. Dann nehmen wir uns grün. Man kann die natürlich auch ein bisschen zum Markieren benutzen, ne? Also wenn man besonderes Garn hat, kann man zum Beispiel immer blau benutzen oder so. Also ja, es hält irgendwie, aber es verrutscht auch. Also perfekt hält es nicht an der großen Kone. Also ich finde es schon irgendwie witzig, gerade wenn man die Garne nicht irgendwo einspannen kann, also keine Kerbe dafür hat, wie jetzt bei dieser Version hier, dann hilft das schon dabei, dass hier nichts absteht oder auftrottelt, gerade wenn man es dann in die Schublade packt. Ich habe jetzt aber so Sortierkästen, wo ich die rein tue, das heißt bei mir fädelt sich das eigentlich nicht auf und wenn ich die Dinger jetzt benutzen würde, passen die nicht mehr in den Sortierkasten rein. Deswegen würde ich es eher für so besonderes Garn benutzen, wie jetzt hier mein Reihgarn. Das landet ja wahrscheinlich in meinem Nähkästchen und da würde ich das jetzt drum machen.
Also dafür lohnt es sich wirklich, das zu benutzen, aber man braucht ein bisschen mehr Platz, weil die tragen halt auch ein bisschen auf. Aber an sich finde ich es eigentlich ganz cool. Ich finde toll, dass es so viele Farben sind. Es macht irgendwie gute Laune und es macht auch ein bisschen Spaß. Ja, und ich meine, alles, was Ordnung bringt, ist erstmal gut, oder? Oft versinken wir ja hier in unseren DIY-Bereichen im Chaos. Nummer 6 kennen wahrscheinlich die Leute, die Schneider oder Schneiderin gelernt haben oder aus der Bekleidungsindustrie kommen. Das ist Fischgrät-Saumband. Das soll einem das Nähen von Säumen komplett erleichtern und viel, viel einfacher machen. Ich weiß, dass das im Hobbybereich nicht ganz so bekannt ist und deswegen ist es mir wichtig, das heute einmal mitzuzeigen. Das ist wirklich eine richtig tolle Unterstützung bei jedem Saum, den du nähen möchtest. Ich probiere das heute einmal mit dir aus und zeige dir mal, wie ich das benutze und wie das funktioniert. Das Fischgrät-Saumband nimmt man sich dann einmal vor und schneidet die Länge ab, die man benutzen möchte oder die man eben braucht. Dann musst du die Seite abschneiden, denn da ist es versiegelt und du ziehst die seitlichen gewebten Fäden einfach raus und hast dann die Länge, die du benötigst. Das sieht dann am Ende aus wie ein Kamm. Miss hier aber unbedingt mit dem Lineal ab, denn der Saum wird genauso breit sein wie eben dieser Kamm, den du jetzt hier erschaffen hast. Nennen wir es Kamm. Und jetzt wird es rechts auf deinem Stoff angelegt und genau an der Kante entlang genäht. Jetzt kannst du es einmal umwenden und nähst dann nochmal den Saum einmal fest. Keine Sorge, du kannst über dieses Band drüber nähen, denn du kannst es dann einfach rausziehen. Denn du hast ja wirklich nur unten über diesen, nennen wir es Kamm, genäht. Und durch das Rausziehen entfernst du hier nichts mehr, sondern es funktioniert einfach und hat einen ganz stabilen Saum geschaffen. Und gerade bei rutschigen Stoffen oder Seide ist das ja wirklich eine Riesenhilfe. Also ganz ehrlich, ich bin direkt Fan geworden von diesem Kantenfutter hier. So kann man es übrigens auch nennen. Ich finde, das macht wirklich perfekte, schmale Säume, auch bei Stoffen, die eigentlich nur Unterstützung benötigen, die gerne von der Nähmaschine gefressen werden, kannst du hier wirklich wunderschöne, gerade Säume nähen, die wirklich perfekt aussehen. Und ich finde, das ist nicht teuer, das ist klein, das kann man sich auf jeden Fall in die Schublade legen für den Fall, dass man eben so einen Saum nähen möchte. Also das ist wirklich eine riesige Unterstützung und mir ist schon klar, warum Schneiderinnen und Schneider das benutzen. Und jetzt schauen wir noch, was ich als allerletztes hier drin finden kann und das ist dieses kleine Ding hier. Und zwar ist das hier eine Gummiwalze, die kommt eigentlich aus dem Linoldruck, also eigentlich ist die dafür da. Diese kleine Walze hier soll dabei helfen, dass man seine Nahtzugaben wunderbar auseinander bekommt, ohne Bügeln. Also, dass man die schön auseinander drückt und das habe ich mal getestet. Dafür nehme ich mir jetzt wirklich einmal diese Standardnahtzugabe von 1 Zentimeter. Die wollen wir jetzt einmal so richtig schön flach bekommen und da kommt diese Walze ins Spiel. Ich nehme jetzt diese Nahtzugabe und drücke die ein bisschen auseinander und dann walze ich ein bisschen lang, statt eben zu bügeln und muss sagen, man hat wirklich sofort einen Effekt gemerkt. Also es ist wirklich schön glatt. Die Nahtzugabe sieht richtig gut aus. Wenn man dann einmal auf der anderen Seite nochmal lang walzt, dann wird das wirklich perfekt und wirklich schön flach, so wie es eigentlich sein soll. Also ich sage mal so, diese Nahtzugabe hier von meinem Diagonalnähen, ganz vom Anfang, habe ich mit der kleinen Walze bearbeitet und ich musste nicht bügeln. Das hat perfekt funktioniert. Natürlich wäre es ein bisschen gerader und noch enger anliegend, wenn man das Bügeleisen benutzt. Also wer hier ganz perfekte Quills machen möchte, für den reicht das wahrscheinlich nicht. Diese Personen haben aber auch auf jeden Fall immer ein Bügeleisen in Griffnähe. Aber für meine Zwecke reicht es auf jeden Fall. Also wenn es mal wirklich schnell gehen muss, reicht das alle Male. Und ich bastel ja auch recht viel mit Papier. Und für Papier kann man die, und das ist mein extra Tipp, auch perfekt benutzen. Denn das Papier wird perfekt platt gewalzt. Also du hast eine wirklich schöne Kante. Wirklich, wirklich gut. Und das kannst du mit dieser kleinen Walze herstellen. Und ich meine, die nimmt ja wirklich wenig Platz weg in der Schublade. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für meine Zwecke ist die wirklich super gut. Und ich meine, die ist so klein. Die kann ja sogar in einem Stiftehalter existieren oder bei meinem Plotterzubehör. Jetzt habe ich so viele Sachen getestet und das hat richtig viel Spaß gemacht. Sag mir auf jeden Fall, wenn du mehr solcher Tests sehen möchtest.
Und ich muss sagen, da waren jetzt richtige Highlights dabei. Also das Fischgrätband hat es mir wirklich angetan. Das werde ich jetzt immer wieder benutzen und auch weiter probieren. Gerade wenn ich mal einen schönen, schmalen Saum nähen möchte mit Webware, sehe ich da wirklich Potenzial drin, dass das eins meiner Lieblingsgadgets sogar wird. Also das fand ich richtig toll. Ich fand aber auch dieses Nahtführungsband richtig toll. Gerade für Nähanfänger macht das wirklich Sinn, diese Taler auszugeben, denn du hast dann immer eine Orientierung, um eine gerade Nahtzugabe nähen zu können. Und das war am Anfang wirklich ein großes Problem von mir, dass ich es nicht geschafft habe, gerade zu nähen. Aber wenn du diese Führung hast und immer einfach an dieser Linie unten bleibst, dann kann das nicht mehr schief gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Unter die Kategorie, wer es braucht oder wer es gebrauchen kann, für den ist es klasse, fällt zum Beispiel das Reihgarn hier. Ich weiß, dass das nicht jeder benötigt oder nicht jeder benutzen würde, aber es gibt viele Fälle, gerade wenn du mit Webware nähst, wo es dir wirklich hilft, gerade auch einen Gummi vorher einzureihen, bevor du ihn annähst und so weiter. Da macht Reihgarn wirklich Sinn. Und da kommen wir gleich zum nächsten, nämlich zu diesen Spulenklammern, die hier an meinem Reihgarn dran sind. Die sind auch eher die Kategorie, wer es braucht. Also wenn du eher solche Garne hier hast, wo sowieso immer alles absteht, die du nicht selber irgendwo noch rumwickeln kannst, weil sie keine Kerbe haben. Bei denen macht das wirklich absolut Sinn, sich diese kleinen Teile hier zu holen. Die kosten nicht viel und du hast gleich eine Großpackung, also einmal kaufen reicht da auch. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Die sollen ja auch bei Overlock-Garn funktionieren. Das war jetzt bei mir nicht ganz so toll. Ich fand, dass das nicht gut genug hält, deswegen würde ich es jetzt für Overlock gar nicht unbedingt empfehlen, aber für diese kleinen Spulen hier kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Auch diese kleine Walze hier aus dem Linoldruck fand ich richtig klasse, gerade weil sie eben so klein ist, aber eben auch total ihren Zweck erfüllt. Ich werde die jetzt auch mit zum Plotten benutzen. Ich habe nämlich keine große Walze, ich werde jetzt einfach mit der kleinen Walze arbeiten. Also die macht wirklich Sinn fürs Nähzimmer, auch wenn du plottest und für alle Nahtzugaben und so weiter. Würde ich sagen, ja, kann man kaufen, muss man nicht, kann man. Und was ich dir wirklich gar nicht empfehlen kann, also was ich nicht wieder kaufen würde, sind die Teile hier einmal, also diese Plättchen, mit denen man die Nahtzugabe bei Schnittmustern anzeichnen kann, wenn sich deine Konfektionsgröße niemals verändert, also du hast seit 30 Jahren die gleiche Konfektionsgröße und die ändert sich nicht mehr, dann schneidest du wahrscheinlich deine Schnittmuster ganz normal aus. Aber ich denke auch gerade an Schnittmusterbögen aus Zeitschriften und aus Büchern, da schneidet man die ja auch nicht aus, weil da legt man ja eigentlich auch eher Schnittmusterpapier drauf. Also muss man nicht kaufen. Bitte verschenk es nicht, weil du weißt nie, ob die Leute das überhaupt benutzen werden. Würde ich nicht nochmal kaufen, auf gar keinen Fall. Und dieses Teil hier finde ich wirklich blöd. Also dieses 2 in 1 Nahttrenner, Einfädel, Dingsbums. Das liegt super schlecht in der Hand. Es ist total unpraktisch, dass man die ganze Zeit Spannung halten muss, weil hier drin ist eine Feder. Ich finde es einfach ganz doof zu halten. Das fühlt sich nicht gut an. Ich kriege hier einen Krampf in der Hand beim Auftrennen. Ja, und Einfädelhilfe kann man sich auch kleinere Sachen dann kaufen. Da braucht man nicht so ein großes Teil. Das ist ja auch nur so groß, weil es eben 2 Funktionen hat. Das kann ich auch auf gar keinen Fall empfehlen. Kauf es nicht. Tu es nicht. Welches von diesen 7 Sachen hat dir gut gefallen oder was hast du davon schon zu Hause und benutzt es auch regelmäßig? Schreib es mal bitte unten unbedingt in die Kommentare und vergiss nicht, in meine Amazon-Liste reinzuschauen. Da habe ich dir noch viel mehr coole Nähgadgets verlinkt, die ich dort so gefunden habe und die ich dir auch empfehlen kann. Also die Sachen hier, diese 7, habe ich auf jeden Fall in eine Extra-Liste gepackt. Das heißt nicht, dass ich sie empfehlen kann. Wenn du das Video bis zum Ende geschaut hast, dann weißt du das ja. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche Freitag 19 Uhr wieder hier auf YouTube. Mach's gut, tschüss!